Hi ihr Lieben! Heute nähen wir zusammen die Handytasche Moneycat. Das Schnittmuster und die Nähanleitung findet ihr in meinem Shop, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Starten wir los! Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die Handytasche Moneycat ist sehr variabel. So kann sie zum Beispiel eine Umhängetasche mit Handyfach und integrierten Geldbeutel im Querformat oder Hochformat werden oder auch einfach ein großes Portemonnaie mit umlaufenden Reißverschluss. Im Inneren befindet sich ein Münzfach mit Reißverschluss sowie 4 weitere Fächer, ein Einkaufswagen-Chipfach, 16 Kartenfächer und eine Tasche mit Verschluss. Ich habe schon mal alle Teile vorbereitet. Die Nahtzugaben sind im Schnittmuster eingezeichnet. Zeichnet auch alle Knipse mit ein. Die Teile E, F und G könnt ihr entweder in der Querformat oder der Hochformat-Variante nähen oder ganz weglassen. Ich habe mich hier für das Querformat entschieden. Ihr braucht das Teil G einmal aus Außenstoff mit Vlies verstärkt und einmal aus Innenstoff, genauso wie die Teile F. Die Klappe E wird zweimal aus Außenstoff zugeschnitten und ein Teil wird mit Vlies verstärkt. Für die Variante mit Außentasche benötigt ihr zusätzlich noch die Träger K zweimal aus Außenstoff, jeweils mit Vlies verstärkt. Das Teil A wird einmal aus Außenstoff und einmal aus Schaumstoff zugeschnitten. Wenn das Volumenvlies nicht aufbügelbar ist, kann es mit einem Klebeband aufgeklebt werden. Je nach Variante schneidest du den Fadenlauf zu und zeichnest dir die benötigten Markierungen ein. Da ich die Außentasche im Querformat ausgeschnitten habe, verläuft mein Fadenlauf so. Markiere dir die Knipse und die Markierungen. Die Trägermarkierung wird einmal auf dieser Seite und die andere diagonal auf dieser Seite eingezeichnet. Zeichnet euch auch die Markierung für die Tasche im Querformat auf einer Seite ein. Oder wenn ihr euch für das Hochformat entschieden habt, diese Markierung. Die Markierungen für die Träger beim Hochformat sehen dann so aus. Das Teil J wird jetzt einmal aus Außenstoff und einmal aus Vlies zugeschnitten. Das Teil I wird zweimal aus Innenstoff und Vlies zugeschnitten. Zeichne dir alle Knipse und die Wendeöffnung ein. Die Fächer M werden 4-mal aus Innenstoff zugeschnitten. 2 Teile davon werden mit Vlies verstärkt, 2 nicht. Die Teile B und H werden jeweils aus Innenstoff und Vlies zugeschnitten. Die Teile N zweimal aus Vlies und Innenstoff. Die Teile D werden zweimal aus Innenstoff ausgeschnitten und ein Teil davon wird verstärkt. Die Teile C werden ebenfalls zweimal aus Innenstoff ausgeschnitten. Ein Teil wird verstärkt. Auf dieser Seite wird die Markierung für das Münzfach aufgezeichnet. Das Münzfach wird aus Innenstoff ausgeschnitten und mit Vlies verstärkt. Versäubere die 2 kurzen Seiten und eine lange Seite mit der Overlock oder dem Zickzackstich. Wenn euer Material nicht stabil genug ist, könnt ihr dieses zum Schluss noch mit einem herkömmlichen Tischset verstärken oder ihr kauft euch einen Kreativbogen, wie es im Bastelbedarf heißt. Schneidet ihn zweimal etwas kleiner als Teil B zu. Es kann sein, dass ihr es später nochmal verkleinern müsst. Außerdem braucht ihr noch einen 20,5 cm langen Reißverschluss und einen 50 cm langen Reißverschluss, der 4 cm breit ist. Verwendet für dieses Projekt einen Reißverschluss mit Spirale. Diese sind flexibler und feiner wie Reißverschluss mit Metall- oder Plastikzähnchen. Verriegelt außerdem das Ende des 50 cm langen Reißverschlusses mit ein paar Stichen vor und zurück, bzw. den Anfang und das Ende des 20 cm langen Reißverschlusses, damit dieser nicht aus Versehen ausgefädelt wird. Verödet die Enden mit dem Feuerzeug und bügelt den Reißverschluss, bevor ihr ihn vernäht. Außerdem braucht ihr noch 3 Plastikdruckknöpfe und die dazu passenden Zange. Alternativ könnt ihr auch einen Metallverschluss oder einen Kippverschluss an manchen Stellen verwenden. Für die Träger benötigt ihr 2 D-Ringe oder Vierkantringe, 2 Karabiner und je nachdem welches Material ihr für die Träger haben wollt, eine Kette, Gurtband, Stoff oder gekaufte Träger, zum Beispiel aus Leder. Wir starten mit dem Einkaufswagen-Chip. Dieser ist optional und kann auch weggelassen werden. Biege die noch nicht versäuberte Kante zweimal 0,5 cm auf der linken Seite um und stecke sie mit Klammern fest. Nähe sie knappkantig fest.
Stecke das Teil L rechts auf rechts 1 cm entfernt von der unteren Kante an die Markierung von Teil C. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe nur im Nahtzugabenbereich der unteren Kante an, also beginnst du nach 1 cm und endest vor 1 cm. Biege dann die Nahtzugaben der Seiten nach innen und klappe das Teil L nach oben. Stecke es mit Nadeln fest. Steht die Nahtzugabe zu weit raus, könnt ihr sie schräg nach hinten biegen und so sauber beide Seiten knappkantig feststeppen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Teste dann, ob der Einkaufswagen-Chip reinpasst. Er sollte fest genug sitzen, um nicht rauszufallen. Markiere die Mitte des Reißverschlusses und stecke ihn mittig rechts auf die Teile C mit dem Vlies bündig an den Rand der Aussparung fest. Der Knips sollte dabei mit der Reißverschlussmarkierung aufeinander treffen. Drehe das Teil um und nähe es von hier nach hier fest. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Nähe die Teile mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Schneide die Ecken von Teil C bis kurz vor die Naht ein. Achte dabei darauf, dass du den Reißverschluss nicht mit einschneidest. Schneide den Reißverschluss, falls dieser übersteht, auf die Länge der Nahtzugabe zu. Drehe die Teile C auf rechts, öffne den Reißverschluss leicht und ziehe die Nahtzugabe des kleinen Teils nach oben, sodass dieses Teil bündig mit dem Reißverschluss daliegt. Stecke es fest und nähe die Ecken mit 0,7 cm Nahtzugabe bis zur ersten Naht fest. Das gleiche machst du mit der anderen Seite. Nähe die Teile auf der Seite mit dem Vlies zusammen, damit du genau auf diese Naht nähen kannst. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide wieder die Ecken von Teil C ein. Drehe das Teil C wieder und ziehe die Nahtzugaben des kleinen Teils nach oben, sodass es wieder bündig mit dem Reißverschluss und der gegenüberliegenden Ecke daliegt. Stecke es fest und nähe auch die Ecke des Innenteils an. Biege dann die Nahtzugabe nach innen. Der Reißverschluss wird dazwischen gesteckt.
Stecke dann die Teile D aus Außenstoff, also den Teil mit dem Vlies, rechts auf rechts an die andere Seite des Reißverschlusses. Biege auch hier die Nahtzugabe um. Dann nähst du das Teil D mit 0,7 cm Nahtzugabe fest. Die Teile sollten hier bündig beieinander liegen. Die Rückseite ohne Vlies wird auf die gleiche Art gesteckt und genäht. Biege dann alles auf rechts und nähe einmal knappkantig um den Reißverschluss herum. Du kannst dir als Hilfe vor alles glatt bügeln oder mit Nadeln feststecken. Stecke die Teile C rechts auf rechts zusammen. Dazu rollst du erst die Teile D ein, damit du die Teile C gut stecken und nähen kannst. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe bis zur Wendeöffnung zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Passe beim Nähen auf, dass du nicht aus Versehen die Teile D mit annähst. Schneide die Nahtzugabe zurück, außer an der Wendeöffnung. Wende die Teile auf rechts und forme die Kanten schön aus. Die gleichen Schritte machst du auch mit den Teilen D. Nachdem du auch diese Teile gewendet und die Kanten ausgeformt hast, steckst du diese fest. Biege dir auch die Nahtzugaben nach innen. Schneide dir dabei gegebenenfalls überstehende Nahtzugaben zurück. Bügle auch gerne nochmal drüber. Dann kannst du einmal knappkantig drüber nähen. Wenn du einen Plastikdruckknopf verwenden willst. Willst du einen Magnetverschluss anbringen, muss dieser vor dem Absteppen dazwischen angebracht werden. Um die Position zu ermitteln, faltest du den Reißverschluss mittig und dann faltest du dir das überstehende Teil so weit, dass das Ende bündig mit dem Reißverschluss aufeinander liegt. Biege dann noch die Klappe herunter und bestimme die Magnetposition. Wie du einen Magnetverschluss anbringst, erkläre ich dir in dem eingeblendeten Video. Nähe dann, wenn dieser angebracht ist, einmal knappkantig außen herum. Die Flügel M werden rechts auf rechts zusammengesteckt. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende.
Schneide die Nahtzugaben zurück. Wende die Teile auf rechts und forme die Kanten schön aus. Stecke dir die Kanten mit Klammern fest. Steppe einmal knappkantig darüber. Zeichne dir die Markierung ein. Falte den Verschluss J rechts auf rechts mittig entlang der langen Seite und stecke ihn mit Klammern fest. Nähe ihn mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Nahtzugaben zurück. Wende Teil J auf rechts und forme die Ecken schön aus. Dabei biegst du die Nahtzugaben nach innen und steckst dir das Teil J einmal außen herum fest. Gerne kannst du einmal darüber bügeln. Nähe einmal knappkantig außen herum. Stecke das Teil J rechts auf rechts an die Markierung von Teil H. Nähe es mit einem Kreuz fest. Falte und bügle die Teile I immer abwechselnd rechts und links an den Knipsen. Der lange Knick ist die Rückseite und sollte bündig abschließen. Nähe die Enden der Kartenfächer knappkantig ab. Dafür stecke ich mir ein paar Klammern zur Orientierung. Bei einem der beiden Teile lässt du die oberste Naht weg. Zeichne dir bei dem Teil, wo du alle Steppnähte genäht hast, die 2 Mittellinienmarkierungen ein. Steppe diese von unten nach oben ab. Lege das Teil I unten bündig auf Teil H und stecke es mit Klammern fest.
Nähe es knappkantig im Nahtzugabenbereich zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke die Teile N rechts und links an die kurzen Kanten von Teil H. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Biege die Teile N nach außen, sodass dich alle rechten Seiten anschauen, und steppe einmal knappkantig darüber, auch über die Nahtzugaben. Schneide die Nahtzugaben zurück. Wie vorher beschrieben, wird bei einem Teil I oben nicht abgesteppt. Kürze dieses unten um 0,5 cm auf beiden Seiten, also insgesamt 1 cm, und wende es dann auf links. Stecke die Kanten bündig zusammen. Nähe die offenen Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei die Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide dann die Nahtzugaben zurück. Schneide an den Ecken nach außen Dreiecke weg und an den Ecken nach innen schneidest du bis kurz vor die Naht ein. Wende das Teil I auf rechts und forme die Ecken schön aus. Die Nahtzugabe biegst du nach innen. Bügle alles flach. Danach kannst du alles feststecken und einmal außen herum absteppen. Nähe auch die beiden Querstreifen ein. Teste dann, ob überall die Karten hineinpassen. Wenn du magst, kannst du dir optional noch ein zusätzliches Fach aus dem vorderen Teil I im Bruch aus Innenstoff zuschneiden. Verstärke dieses zur Hälfte mit Vlies. Falte es dann rechts auf rechts zur Hälfte und stecke es mit Klammern zusammen. Nähe die kurzen Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Ecken zurück. Wende das Teil auf rechts und forme die Ecken schön aus. Stecke dann die Seiten mit Klammern zusammen, außer an der offenen Kante. Nähe einmal knappkantig darüber. Stecke das Fach rechts auf rechts mittig, unten bündig auf Teil B, sodass die offenen Kanten unten liegen. Nähe die kurzen Kanten und die offene Kante knappkantig zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke die Teile B und H rechts auf rechts an der geraden Kante zusammen. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe ca. 2 cm an den Seiten an.
Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander. Stecke jetzt das Teil I oben bündig auf das schon angenähte Teil I. Unten sollte das Teil an der Markierung enden. Nähe unten einmal knappkantig darüber. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Danach kannst du die Plastikdruckknöpfe anbringen. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im eingeblendeten Video. Jetzt wird das Fach 2 noch angenäht. Dazu positionierst du es mittig auf den Knipsen. Oben sollte es mit dem Zusatzfach bzw. mit der Markierung bündig sein. Wenn alles richtig steckt, markierst du dir die Linie zwischen den beiden Knipsen und nähst das Fach fest. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Als nächstes werden die Fächer angenäht. Stecke das Teil M hinten oben bündig an der Markierung von Teil B bzw. an dem optionalen Fach fest. Steppe es knappkantig fest. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Fange beim Nähen oben an. Stecke an der nächsten Markierung das Reißverschlussteil oben bündig dazwischen. Nähe es knappkantig an. Nähe auch hier von oben nach unten und verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Nähe hier langsam und sorgfältig. Das kann etwas knifflig sein, ist aber zu machen. Stecke dann noch die erste Taschenklappe zusammen und nähe sie fest und die zweite Taschenklappe ebenfalls. Das gleiche machst du mit der zweiten Seite. Lege die Teile E rechts auf rechts zusammen und stecke sie fest. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide dann die Nahtzugaben zurück. Wende die Teile auf rechts und forme die Kanten schön aus. Stecke alles fest und biege die Nahtzugaben nach innen. Falls du einen Magnetverschluss anbringen willst, muss dieser jetzt angebracht werden. Nähe dann einmal außen herum. Ich habe mich für einen Steckverschluss entschieden, der jetzt angebracht wird. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im eingeblendeten Video. Stecke die Teile G und F rechts auf rechts aus Außenstoff zusammen. Stecke zuerst die Mitte und den Rand, danach die geraden Strecken. Schneide die geraden Stellen, die an die Rundungen gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor die Naht ein. Achte dabei darauf, dass nur innerhalb der Nahtzugabe eingeschnitten wird. Durch die Einschnitte lässt sich der Stoff schön um die Rundung legen.
Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen liegt das Teil G oben, damit gegebenenfalls noch ausgebessert werden kann. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide wieder die Nahtzugaben zurück. Stecke die gerade genähten Teile aus Außenstoff und aus Innenstoff rechts auf rechts zusammen. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide wieder die Nahtzugaben zurück. Wende die Tasche auf rechts und forme die Ecken schön aus. Biege die Nahtzugaben nach innen und stecke alles fest. Falls du einen Magnetverschluss oder einen Drehverschluss anbringen willst, muss dieser jetzt durch die Wendeöffnung angebracht werden, bevor du einmal außen herum nähst. Dazu steckst du dir die Tasche einmal vorher fest und bestimmst so die Position. Wie du die Verschlüsse anbringst, kannst du dir in den eingeblendeten Videos anschauen. Nähe einmal knappkantig außen herum. Willst du lieber einen Plastikdruckknopf anbringen, kannst du das ganz zum Schluss machen. Bei Kunstleder stecke ich mir zum Ausformen gerne ein paar Klammern. Die Abdrücke sollten normalerweise wieder verschwinden. Teste das aber vorher. Stecke die Klappe E an der Taschenmarkierung A fest. Da ich hier mit Kunstleder arbeite, verwende ich statt Nadeln doppelseitiges Klebeband. Nähe die Klappe fest. Auch die vordere Tasche wird an der Markierung geklebt und gesteckt. Nähe einmal knapp kantig außen herum. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Wenn du dich für einen Plastikdruckknopf entschieden hast, kann dieser jetzt angebracht werden. Büge und biege je nach Material die Nahtzugaben von 1 cm der Träger K an der kurzen Kante nach innen. Klappe die Seiten dann noch zur Mitte und stecke sie fest. Nähe sie knappkantig auf beiden Seiten zusammen. Stecke dir einen D-Ring oder einen Vierkantring mittig auf die gefalteten Träger und stecke ihn dir an die Markierung von Teil A. Stecke den zweiten Träger an die andere Markierung. Nähe die Träger knappkantig an. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Nun wird der 50 cm lange Reißverschluss eingenäht. Da dieser so geschlossen wird, ist hier das Ende. Verriegle dieses, falls es noch nicht geschehen ist. Drehe den Reißverschluss um und mache dir Markierungen am Anfang bei 3 cm, 21 cm und nochmal 21 cm. Der Rest sollte ca. 5 cm sein. Drehe den Reißverschluss wieder um, öffne ihn und biege ihn bei der 3 cm Markierung im rechten Winkel um. Stecke und nähe ihn fest.
Die beiden Seiten sollten auf gleicher Höhe sein. Stecke nun den Reißverschluss rechts auf rechts an die Außenseite von Teil A. Ich beginne dabei in der Mitte und verwende Stecknadeln. Passe aber dabei auf, dass diese nur im Nahtzugabenbereich zu verwenden sind, um sichtbare Einstiche zu vermeiden. Stecke dann die Gerade. Hier kommt die Reißverschlussmarkierung an den äußeren der 3 Knipse. Die Nadel muss in Richtung der schon gesteckten Teile schauen. Stecke auch hier die Gerade, soweit es geht. Auf der anderen Seite kommt der Reißverschluss auch an die äußere Markierung. Stecke diesen fest und auch hier die Gerade. Öffne den Reißverschluss und stecke die zweite Seite genauso. Damit sich der Reißverschluss schön um die Rundung legen kann, schneide ich ihn in gleichmäßigen Abständen im Nahtzugabenbereich ca. 5 mm tief ein. Stecke ihn dir mit Nadeln fest. Je weiter ihr einschneidet, desto leichter legen sich die Ecken um die Rundungen. Schneidet aber nur im Nahtzugabenbereich. Hier hätte man noch etwas weiter einschneiden können, dann wäre es leichter gegangen. Beginne am Ende und nähe mit 0,7 cm Nahtzugabe einmal außen herum. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Am Anfang verriegelst du die Naht und nähst beim anderen Anfang, das du ebenfalls verriegelst, weiter. Um die Rundung nähe ich ganz langsam und akkurat. Das ist etwas schwierig, aber machbar. Hebe auch gerne mal das Füßchen bei gesteckter Nadel, um den Stoff dann zu drehen, und drücke den Reißverschluss nach innen, um besser um die Rundung nähen zu können. Nähe bis zur Markierung. Verriegle auch hier die Naht. Schließe jetzt einmal den Reißverschluss und schaue, ob deine Naht passt oder ob du noch etwas ausbessern willst. Als nächstes wird das Innenteil mit der Außenseite zusammengenäht. Dazu legst du diese rechts auf rechts zusammen. Der Teil mit den Kartenfächern kommt dabei auf den Teil mit der Außentasche. Da mein Stoff sehr ausgefranst hat und diese Stelle später nur mit Handstrichen versäubert wird, habe ich ihn hier versäubert. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Stecke das Innenteil dann rechts auf rechts bündig auf das Außenteil. Die Knipse sollten dabei aufeinandertreffen. Stecke dir den Reißverschluss hier gerade, damit du an der dritten Markierung starten kannst. Nähe einmal außen herum mit 0,7 cm Nahtzugabe. Die Seite mit Teil A liegt dabei oben, damit du genau auf dieser Naht nähen kannst. Beginne das Nähen am Ende bei der dritten Markierung. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Ich nähe langsam und drücke das Innenleben immer wieder nach innen. Das kann etwas schwierig sein, aber mit etwas Geduld machbar. Nähe von Knips zu Knips. Stecke die Nähnadel in den Stoff, wenn du den Nähfuß hebst, um den Reißverschluss oder die Taschenteile nach innen zu drücken. Nähe möglichst genau auf der ersten Naht. Am Ende habe ich mir nochmal eine Nadel gesteckt, damit der Reißverschluss an der richtigen Stelle liegt beim Aufhören.
Nähe bis zur dritten Markierung und verriegle die Naht. Überprüfe, ob alles schön glatt und sauber genäht ist. Stülpe dafür alles um oder nur die Ecken um. Wenn nichts zu korrigieren ist, kannst du die Nahtzugaben an den Rundungen kürzen bzw. Dreiecke ins Kunstleder schneiden. Der Reißverschluss soll nicht gekürzt werden. Dann kannst du die Tasche wenden. Schiebe davor den Reißverschlussschieber durch die Öffnung. Forme die Ecken schön aus. Jetzt könnt ihr noch eine Plastikverstärkung durch die Wendeöffnung schieben. Schiebt diese am besten unterhalb der Nahtzugabe direkt zum Kunstleder hin. Dann muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Diese wird mit einem Matratzenstich geschlossen. Wie der geht, kannst du im eingeblendeten Video anschauen. Ist die Naht geschlossen, schließen wir noch den offenen Teil mit ein paar Stichen. Fertig ist die Handytasche Moneycat. Jetzt fehlen nur noch die Taschenträger und wie man diese näht, zeige ich euch im eingeblendeten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich noch über einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!